jetzt sind wir alle da und legen auch sofort los. Schön, dass Sie da sind. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz Ihnen verraten, wenn wir hier sitzen haben. Und hier, ich meine, wenn wir ein Ratespiel machen würden, dann dürfte ich wahrscheinlich gar nicht viel dazu sagen. Sie ist seit den 70er Jahren die Grande Dame der Pferdeszene, hat die Touches, die Teamarbeit etabliert, zahlreiche Bücher publiziert und den weiten Weg aus Hawaii hierher gefunden, um nach wie vor mit der alten Frische und Motivation ihre Arbeit zu zeigen. Meine Damen und Herren, für Sie zu Gast in Essen, Linda Tellington-Jones. Ich mache jetzt einen kleinen Satz, weil ich habe gestern Sie moderieren dürfen. Das ist für mich eine Neuentdeckung, aber in den USA schon längst keine mehr, da auch schon Bestseller-Autorin. Sie hat das erste deutsche Buch hier verlegt, Sprachkurs Pferd, und hat zum ersten Mal Pferdeverhalten auf 13 Körperzonen reduziert, die wir einsetzen können, um besser mit unseren Pferden zu kommunizieren, um immer wieder zum sogenannten Nullpunkt, Zero, zurückzukommen, ruhig zu werden, um mit dem Pferd in Harmonie und Vertrauen arbeiten zu können. Und da dürfen Sie Vorschusslorbeeren geben. Heißen wir auch Sie herzlich willkommen, Sharon Wilsie. And last but not least, ich habe gerade auf Ihrem Produkt gestanden, das ist eigentlich für Pferde konzeptioniert, aber es ist schön, sich einfach draufzustellen. Das ist die Wendy Murdoch und die hat Sure-Food entwickelt. Das sind diese elastischen Pads verschiedener Dicke, Stärke und Elastizität, auf die sich Pferde stellen, um Schmerzen zu lindern, um Stress zu reduzieren. Eine ganz, ganz tolle Erfindung. Und auch für Sie bitte ein herzliches Welcome, Wendy Murdoch. And now I would like for the beginning just that you start to introduce yourself a little bit. What is the essence of your work? Some sentence. The essence of horse speak is precise micro movements that horses make in communication with each other. And not only our interpretation of those precision movements, but the ability to embody those movements similarly back to the horse for a conversation with the horse. And in part of doing that is also putting the horse at ease with your presence in their world. Pferde nutzen mikroskopisch kleine Signale, um miteinander zu kommunizieren. Und die Sharon hat diese Signale genau beobachtet und adaptiert. Denn wenn wir das auf unsere eigene Körpersprache übertragen, dann können wir in Ruhe und Harmonie und ohne Missverständnisse mit unserem Pferd kommunizieren. So Surefoot offers the horses an opportunity to experience themselves in a non-habitual way. By standing on the pads, the horses begin to self-correct, finding a new balance that's more secure and more grounding. Und die Wendy Murdoch arbeitet am Balancegefühl des Pferdes. Und sie sagt, wenn Pferde, die das Balancegefühl verloren haben, auf den Surefoot-Pads stehen, dann balancieren sie sich selbst aus und bekommen ein neues Körpergefühl und werden erneut wieder zurückgeführt zu perfekter Balance. Linda. Ja, was ich möchte sagen ist, dass wir haben diese Methode aufgebaut, dass man mit einem Pferd überall am Körper mit dieser Körperarbeit diese einheitliche Kreis machen kann, eine Kommunikation aufbauen. Das kommt von Herz, Zell und Seele. Und eine besondere Beziehung, sodass das Pferd so gerne mit uns arbeiten möchte. Da Linda ja so wunderbar Deutsch spricht, brauche ich das ja nicht zu übersetzen. Oder gibt es jemanden, für den ich das ins Englische übersetzen muss? Dann würde ich auch zu unserer ersten Frage kommen. Wir haben, um diese drei Referenten auf einen Nenner hier zu bringen für Sie und damit Sie auch eine Essenz mitnehmen können aus den Informationen, drei Fragen, auf die wir uns in diesem Gespräch fokussieren werden. Und die erste Frage lautet, was ist wirkliche Entspannung überhaupt bei einem Pferd? Ist das der Zustand, wenn es schläft? Ist das der Zustand, wenn es am Boden liegt? Ist es der Zustand, wenn es blinzelnd neben uns steht? Und da möchte ich jetzt gerne mal hören, wie die drei Referenten das sehen. Sharon, what is real relaxation in horses? I call real relaxation in a horse being at zero on the inside. I say the word zero instead of an emotional word so that everyone can relate. And when they're at zero on the inside, their entire body
their mind and their emotions are in a very relaxed state. So they express it, they look relaxed, they feel relaxed, and their responses to the human are coming from a place of I can hear you and I can understand you. Also das ist dieser sogenannte Nullpunkt, den sie als Zero bezeichnet. Das ist eine innere Losgelassenheit, eine innere Entspannung, in der das Pferd auch aufnahmebereit ist für die Kommunikation mit ihnen. Das heißt, es ist nicht nur äußerlich ruhig, sondern vor allem auch innen, drin vollkommen ruhig und entspannt. Und das strahlt es dann letztendlich auch über seinen Körper aus. Wendy? So for me, it's when a horse is internally tranquil, when they're peaceful within themselves. And very often we see horses that we think appear calm, but actually internally they're not. So they're in some degree of freeze, which you could call slush, because they can still respond to us and do what we want, but they're not truly peaceful and grounded within themselves. So I'm looking for that horse that's really tranquil inside. Also auch die Wendy hat eine ganz klare Definition. Sie sagt, viele Pferde wirken ja vordergründig ruhig. Sie sagt, sie wirken freeze, sagt man auf Englisch, wie eingefroren, also ganz ruhig, bewegen sich nicht. Sind aber in dem Moment sogar noch aufnahmefähig und da hat sie ein treffenderes Wort für gefunden, slush nennt sie das. Das ist der Zustand eigentlich bevor das Pferd wirklich freeze, das heißt bevor es so nicht mehr offen ist für ihre Kommunikation, aber es ist trotzdem in einem hohen Spannungszustand. Und um aus dem herauszukommen, dass es auch aufnahmefähig wird, das sieht sie genau wie Sharon, muss das Pferd innere und äußere Ruhe auf einen Nenner bringen und nicht nur so aussehen. Ja, und ich bin nicht so 100% interessiert auf dieses Act relaxed. Ich bin mehr interessiert, dass das Pferd präsent ist. Und ich sehe das mehr von der Seite, dass die sind in die Parasympathico, das heißt geerdet und was beides sagt, präsent, ne? Aber nicht zu relaxed, weil ich möchte, dass die Aufmerksamkeit da bei mir bleibt. Und wir sehen das von der Blinking, von dem Maul, von der Haltung. Die kann überrelaxed auch sein. Das ist immer, wenn wir sprechen über relaxed, das ist die Frage, ne? Und was Wendy gesagt hat, ne? Ein Pferd kann sehen als relaxed, aber they can be shut down. Und shut down ist was anderes. Die sind nicht dabei, nicht geerdet, nicht in Körper. Ich möchte, dass die spürt die ganze Körper zuerst für Sicherheit, aber für Zeit, sodass das Pferd gerne mit uns arbeitet. Ja? Und ich finde, was It completely changed and I was hooked. And so I don't know what I've tapped into exactly, but I've tapped into something where people can use the Surefoot pads with their own horse, that they can put the horse on the pads. And Sharon has been great because she can put language to the experiences we see with the horses, but we see the horses become so tranquil and so relaxed and grounded, and they maintain that long after they've been on the pads. So, like 15 seconds changed my life to bring this idea that people can help their horses find that peaceful place and do something that the horses recognize as very important. Also die Wendy hat vor einigen Jahren ihr eigenes Pferd das erste Mal auf diese Surefoot Pads gestellt und sie sagt, innerhalb von 15 Sekunden hat sich der Zustand des Pferdes absolut zum Positiven gewandt. Es hat sein Gleichgewicht erarbeitet und sie sagt, es war für sie wie ein Geistesblitz, das zu sehen. Und das hat ihre Einstellung dazu komplett verändert. Weil sie sagt, wenn man das so schnell ein Ergebnis erzielen kann, nach jahrelang eingefahrenen Verhaltensweisen, dann möchte ich das auch an andere Menschen weitergeben, damit auch sie ihren Pferden helfen können und ihren Pferden einen Weg zeigen, wie sie das Gleichgewicht besser finden und entspannter sein können. Und 15 Sekunden ist tatsächlich eine beeindruckend kurze Zeit für so eine Veränderung. Linda. Ich bin ein total Fan von Wendy's Surefoot Pads. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, das war so beeindruckend. Es war spät nach einem Tag, wenn ich Reitunterricht gegeben habe, und ein 19 Jahre alt Haflinger Stute steht dort mit Reiter ohne Sattel und so. Hirschhals verspannt
und möchte reinkommen in die Halle. Und ich habe die gefragt, möchte sie das Schürfpads probieren? Ja, sie kommt, die Stute steht auf 4 Schürfpads drauf und steht, wir warten, bis die weitergeht. Und steht, und nochmal steht, mehr als 5 Minuten, einfach ganz ruhig entspannt. Und der Reiter hat gesagt, dass die Stute normalerweise hat ein Hirschhals, fest im Rücken und faul vorwärts geht. Das wird ihr Wörter. Na, nach 5 Minuten, okay, Pferde geht fort, nette, ruhig, na, alles locker, kein Arthritis, man sagt, sieht nichts von ihr normaler ungleich und steif Art. Und das ist Schürfurt. Man muss das einfach erleben, ne, zu sehen. Und diese Idee, es ist so wichtig, Sharon, was du überbringst, weil viele Menschen haben keine Ahnung, die normal, auch oft erfahrene Menschen, die haben keine Ahnung, dass wenn zum Beispiel, wenn ein Pferd steht dort und nicht so sicher ist, wenn ich möchte mit der Pferd eine Beziehung haben, es kann sein, ich stehe nicht vor, ich stehe seitlich, sodass das Pferd guckt mir in die Richtung an. Und es kann sein, wenn die sind schon gesattelt, ich muss die Sattel lockerer machen. Oder wenn die hat einen sehr festen Nasenriemen, die vertraut sich nicht so, die Handrückenschnupperin, wenn das ist fest. Und das alles geht dazu. Es ist eine neue Möglichkeit für Umgang mit Pferd. Und ich möchte, was ein, how do you say it, tip my hat to Cosmos Verlag, weil was Gudrun Braun und Cosmos bringt, unsere neue Ideen, was ihr alles hier macht, diese Idee für Austausch zwischen uns alles, das ist so wichtig, dass wir voneinander lernen. Ich empfehle, dass wir